Guten Abend, ihr Lieben, willkommen im Stream bei Miriam Kreativ zu unserem Basteltermin. Mit Herzblut, Freude und Kreativität zeigt Miriam uns live, wie das Plotten geht. Hier gibt's Inspiration, schau hin und hör gut zu, dann klappt dein nächstes Werk, Erfolg und zwar im Nu. Mit Liebe zum Detail, durchdacht und fein, lädt Miriam uns heute zum Basteln ein. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Ob Neuling, ob Profi, ganz egal. Es klappt bei jedem, das ist genial. Zusammen kreativ, wir basteln mit Papier. Hast du eine Frage? Die Antwort kriegst du hier. Der Plotter steht bereit, wir reiben uns die Hände und starten jetzt gemeinsam kreativ ins Wochenende. Hallo, guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seht mich und hört mich und die Technik spielt mit. Es wäre ganz, ganz lieb, wenn ihr kurz schreibt, ob es passt. Schön, dass ihr schon wieder so zahlreich da seid. Sorry für die kurze Verzögerung. Ich muss leider mal wieder das ganze System neu starten. Das muss ich dann einmal in der Woche freitags. Ich weiß nicht, ob ihr normalerweise euren PC immer komplett runterfahrt. Ich nicht. Ich habe immer so viel Software gleichzeitig offen, dass ich mich da drum drücke, wenn ich mich irgendwie drum drücken kann. So, was habe ich heute? Ich habe heute ein paar Kleinigkeiten für euch mitgebracht. Sehr gut. Hallihallöchen. Vielen Dank fürs Bescheid sagen. Super, alles gut. Ihr seid die Besten. Vielen Dank für die Rückmeldung. Ja, ich habe so ein paar Kleinigkeiten mitgebracht, die ich euch gerne zeigen würde. Ich habe diese Woche an ganz vielen Dingen getüftelt. Wir schalten direkt mal um, würde ich sagen. Zack, zack. Jetzt hat es hoffentlich geklappt. Und brauche aber bei der einen oder anderen Kleinigkeit auch eure Hilfe bzw. euren Input. Und dachte, das ist gar nicht so unpraktisch, dass wir uns heute sehen. Dann kann ich nämlich mit euch mal über das ein oder andere Projekt sprechen. So, letzte Woche haben wir den Hasen mit Herz zusammengebastelt. Der sitzt auch noch hier hinter mir und wartet noch darauf, dass er seine Rückseite aufgeklebt bekommt. Ich habe die verschönert. Mit Flockfolie. Ich muss erst mal aufräumen. Ich habe das alles hier schon so schön hintrapiert, weil ich dachte, dann haben wir schon mal alle Projekte irgendwie in der Nähe. Und ihr habt am Anfang ein schönes Bild und so. Aber ich brauche erst mal ein bisschen Platz. So. Damit wir uns ganz in Ruhe ein Projekt nach dem nächsten angucken können. Und das hier wird schon wieder schwierig genug sein, wahrscheinlich euch das überhaupt einzufangen. Aber seht ihr, wie wunderbar das mit der Flockfolie auf dem Tonkarton aussieht? Ich mag das total, dass man diese erhabene Optik dann quasi hat, weil die Flockfolie so wunderbar dick ist und natürlich auch so schön weich. Aber auch, wenn man nicht dauernd mit dem Hasen kuschelt, hat man auf jeden Fall diesen schönen Hochtiefeffekt und muss nicht beim Papier noch zusätzlich mit Spinnwebsvlies oder irgendeinem anderen Kleber arbeiten, sondern hat halt einfach den Vorteil, dass man das sehr schön flächendeckend hier aufpressen kann. Und ich habe dabei mal wieder festgestellt, dass ich gar nicht weiß, warum ich so selten was mit Folie mache. Ich habe jetzt hier quasi das erste Mal seit Monaten was entgittert und ich habe es geliebt. Kennt ihr das? Das ist so eine schöne, ich weiß nicht, ich habe währenddessen darüber sinniert, warum mir das jetzt plötzlich so viel Spaß macht, aber ich glaube tatsächlich, weil es eine Tätigkeit ist, bei der man so instant ein Ergebnis hat, weil es so schnell geht und man gleich sagen kann, ha, es ist fertig. Also es ist halt also natürlich viel schneller gemacht als der Zusammenbau von einem kompletten Projekt und ich liebe es hier. Es tut mir ein bisschen leid fast, dass ich jetzt hier weiß auf Creme gepresst habe, weil man das super schlecht fotografieren kann, aber in echt sieht es wirklich super edel und super schick aus. Ich hoffe, der Effekt kommt einigermaßen rüber. Was vielleicht noch ganz interessant ist zu wissen für diejenigen von euch, die den ersten Hasen, Dekohase mit Herz Nummer 1 mit geradem Ohr schon haben, da gab es ja auch so eine Blütenauflage und die hat zusätzlich auch noch kleine Zeichenlinien für die Blümchen, für die Schnörkelchen, für die Blättchen. Das habe ich hier natürlich auch wieder mit in den Download reingepackt, weil ich einfach wollte, dass ihr
die Option hier auch habt, falls ihr damals den anderen Hasen so umgesetzt habt mit Vollquill und allem drum und dran, dass ihr auch hier vollquillen könnt. Ich gestehe, ich habe die Variante noch nicht gevollquillt, aber ich zeichne solche Motive dann immer gleich so, dass ich quasi direkt mit der Vollquilllinie anfange und dann den breiteren Aufbau drumherum an der Vollquilllinie aufbaue. Also die Linien sind mit drin für diejenigen von euch, die gern zeichnen wollen, in einfarbig, also überall quasi eine Dekorlinie hier mittig drauf, aber auch in mehrfarbig, falls ihr wirklich die Blümchen, die Blättchen irgendwie unterschiedlich vollquillen wollt. Das nur als Info, weil es wird einfach, sage ich mal, anhand nur des Bildes von der Flockfolie auf dem cremefarbenen Tonkarton natürlich überhaupt nicht deutlich. Aber ich habe es mit reingepackt und wollte das einfach nochmal sagen. So. Ach ja, Entgittern ist wie Yoga, sagt Diana. Ja, es entschleunigt sie zumindest. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich weiß gar nicht warum. Aber es juckt mich jetzt fast in den Fingern, wieder öfter was zum Entgittern zu machen. Aber es gibt so viele Sachen, die ich gerne machen würde und wofür immer schon die Zeit nicht reicht, weil der Tag nur 24 Stunden hat. Ihr kennt's. Aber ich bin quasi glücklich und zufrieden, dass ich hier die Dekorvariante umgesetzt habe. War auch wieder unter anderem ein Wunsch von der lieben Maren. Maren, liebe Grüße an der Stelle an dich. Du hast ja damals bei dem anderen Hasen, bei der Version 1, schon ein super schönes Kundenfoto abgeliefert, das jedes Jahr wieder gezeigt wird. Und entsprechend habe ich das jetzt hier einfach noch zusätzlich umgesetzt. So, festkleben muss ich es noch. Das Ganze kommt dann einfach hier auf den Hasen drauf und entsprechend auch hier aufs Herz. Ich habe natürlich wieder beide Formen entsprechend mit Dekor versehen. Geht es eigentlich für euch vom Bild oder ist es hier alles irgendwie zu hell, zu dunkel? Ihr dürft immer gerne dazwischen schreien, wenn irgendwas ganz schlecht zu erkennen ist. Dann versuche ich Abhilfe zu schaffen. Ja, aber ich wollte es euch hier heute auch einfach nochmal gezeigt haben, weil ich es schwierig genug fand, irgendwie ein einigermaßen brauchbares Foto zu machen. Und jetzt könnt ihr es euch, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und es ist ein super Beispiel dafür, wie schön man hier Papier, sag ich mal, auch mit einem Folienprojekt kombinieren kann. Die meisten, die zum Plotten kommen, das ist zumindest mein Gefühl immer noch, kommen ja eigentlich eher irgendwann mal über Textilprojekte zu einem Plotter. Und hier kann man diese Textilfolie, Flockfolie sehr schön mit Papier kombinieren. So, apropos Motive kombinieren und so, ich habe mir was überlegt für dieses Herz, das hier neben mir liegt. Das hole ich auch gleich nochmal ran. Und bin gespannt, was ihr zu dieser Überlegung sagt. Das ist jetzt direkt das erste Projekt, wo ich euch brauche. Die Herzkarte habe ich euch schon mal im Stream gezeigt und ich war selbst unschlüssig, was ich hier von dieser Einstecklösung halte. Bin ich auch immer noch so ein bisschen. Aber es ist ja Transparentpapier und würde man das jetzt hier irgendwo kleben, dann würde man das halt sehr deutlich sehen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt Einklebepunkte auf der Rückseite cooler finden würde. Aber lange Rede, kurzer Sinn, weil ich jetzt mit Flockfolie hantiert habe, ist mir gerade einfach eins aufgefallen. Und zwar, man könnte dieses Herz ganz wunderbar auch aus Flockfolie umsetzen. Und so bin ich einfach auf die banale Idee gekommen, dass ich euch das Herz nicht als Kartendatei in den Shop packen werde, sondern als Folienmotiv. Und ich mache das bewusst hier so in Anführungszeichen, weil ihr dann das Herzmotiv als einzelnes Motiv habt und es entsprechend auf eine Karte plotten könnt oder als Anhänger, Achtung, habe ich nämlich auch mit dem 3D-Drucker umgesetzt, oder als Anhänger umsetzen könnt. Das heißt, das wäre dann wieder die Kategorie 3D-druckbares Folienmotiv, so wie wir das vor Weihnachten mit den kleinen Schneeflocken gemacht haben, wenn ihr euch erinnert. Die weißen, die immer noch hinter mir hier an meinen Zweigen hängen, und ich dachte, so habt ihr einfach mehr davon und könnt es mit mehr Geräten nutzen. Denn würde es als Karte in den Shop wandern, wäre es ja laut Lizenzbestimmungen eigentlich so, dass ihr das da nicht rausnehmen und irgendwas anderes damit machen dürft. Aber wenn ich euch das Motiv einzeln in den Shop packe, dann könnt ihr eben überlegen, was ihr damit macht. Ob ihr es aus einer Karte schneidet, ob ihr es einmal, wie ich jetzt hier als Anhänger umsetzt. Ich habe hier oben noch so eine kleine Öse extra dran gemacht, weil, ihr seht es ja, das Herz nicht ursprünglich, sage ich mal, als Anhänger gedacht war, sondern ursprünglich als Kartenmotiv gedacht war. Das heißt, es gab hier oben natürlich kein Loch. So. Aber wenn man das irgendwo aufhängen will, dachte ich, macht so eine Öse Sinn. Und dann seid ihr einfach viel freier darin, welches Gerät ihr am Ende verwenden wollt. Dann könnt ihr den 3D-Drucker nehmen, ihr könntet es lasern, ihr könnt es plotten, ihr könnt es aus Papier schneiden, ihr könnt es aus Folie plotten und irgendwo drauf pressen. Also ihr hättet dann halt einfach alle Möglichkeiten.
ist mir jetzt gerade so gekommen, einfach nur, weil ich endlich mal wieder was mit Flockfolie gemacht habe. Dann könnt ihr einfach mehr spielen. Also ihr seht, es wird auf jeden Fall auch auf eine Karte passen. Ihr könnt es aber, wie gesagt, dann auch entsprechend aufhängen. Ich würde euch die Variante mit Aufhängung reinmachen. Das eine, was ihr gleich noch äußern dürft, wenn wir die anderen Projekte gesehen haben, ist, ob ihr noch eine Version mit Spieß dran wollt. Warum mir das einfällt, werdet ihr gleich verstehen, wenn wir uns die Perlenprojekte nochmal anschauen. Ganz einfach, weil ich einfach selber nicht so viele Stellen im Haus habe, wo ich Dinge aufhängen kann. Aber man hat halt Blumentöpfe und sowas an der Fensterbank stehen und hätte man noch eine Variante mit Spieß, könnte man das da halt einfach schön mit reinstecken. Das ist auch tatsächlich was ich so im Bekanntenkreis, wo man sich eigentlich nicht richtig was schenkt, dann gerne mal was verschenke. Eine Pflanze. Ich schenke nicht so gerne Schnittblumen, die sind so schnell tot, sondern lieber irgendwie was Eingetopftes mit Erde, sage ich mal. Und hätten wir noch eine Spießvariante, dann ist halt nicht so wichtig, sage ich mal, wie weit die Pflanze entwickelt ist, ob die schon irgendwo feste Zweige hat, wo man wirklich auch was dranhängen kann, sondern wenn man noch eine Spießversion hätte, kann man es einfach mit in die Erde pieken und fertig. So. Genau, und die Heike sagt auch, man könnte eben auch das 3D-gedruckte Herz auf eine Karte machen. Genau, Heike, du nimmst mir meine Gedanken da vorweg und dann hätte man später auch noch was davon, beziehungsweise könnte den Teil von der Karte aufhängen. Also wenn ihr es euch so vorstellt, ihr könnt sogar beides theoretisch, ne? Man könnte das jetzt da irgendwie nur so leicht fixieren, dann fällt da trotzdem das Licht durch und derjenige kann es nachher abnehmen und kann noch irgendwie was damit tun. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Gefühl, genau, viele Varianten super, dass das euch vielleicht auch ganz gut passt. Dann habt ihr einfach mehr Möglichkeiten. So würde das Herz dann in den Shop wandern. Wie das mit dem 3D-Druck funktioniert, hatte ich damals bei den Schneeflocken schon erklärt. Wenn ihr da zwischendurch Fragen dazu haben hättet, dann fragt uns gerne nochmal. Aber das war jetzt hier irgendwie so mein Gedanke, weil ich hier so unschlüssig war. Gibt es dann die Herzform quasi einfach als normales Herz, als Herz mit Öse, wahrscheinlich auch als Herz mit Spieß und dann, genau, kann man auch als Cake-Topper nutzen, genau, dann könnt ihr einmal wild damit spielen und euch einfach selbst überlegen, was euch von der Umsetzung her gut gefällt. So, bevor es jetzt weitergeht mit ungelegten Eiern, geht es erstmal kurz weiter mit gelegten Eiern oder gelegten Tulpen, besser gesagt. Und zwar kennt ihr die Form wahrscheinlich alle. Das ist eigentlich einfach meine Deko-Tulpe, mit der dieser ganze Stapelblumenwahnsinn hier angefangen hat. Aber, man hat es vielleicht am Klappern schon gehört, nicht aus Papier, sondern aus Plastik. Die Karin hat sich das gewünscht, die Barbara hat sich das gewünscht, dass es die Deko-Tulpe auch in einer 3D-Druckversion geben kann, soll, darf. Damit man eben eine wetterbeständigere Version hat, die auch raus kann. Ich fand die Idee ziemlich süß. Also hier nochmal im Vergleich. Moment, das ist Tulpe 2. Hier ist Tulpe 1. Hier nochmal im Vergleich quasi die Papiervariante. Die sind nicht ganz 1:1 identisch. Sie sind fast 1:1 in der Grundform identisch, aber nur fast. Ich habe mich sehr bemüht, das alles wieder vernünftig zu konstruieren und wollte euch auf jeden Fall auch das Innenleben einmal zeigen, warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, warum ich es nicht so gemacht habe, wie bei dem Blumenkörbchen, das noch hier hinter mir immer noch unzusammengeklebt liegt. Und ihr sagt mir, was ihr davon haltet. Ihr dürft mir gerne Rückmeldung geben. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen und Wünsche dazu. Das Blumenkörbchen, ihr erinnert euch, war damals extra ein Dreiteiler mit Vorderseite, Rückseite, also das ist eigentlich einfach zweimal genau das gleiche Teil, und Zwischenteil mit so einer Nut, damit man das Ganze hier schön möglichst einfach zusammenlegen und auch zusammenkleben kann. Ich habe mich hier bei der Tulpe bewusst für ein bisschen anderes System entschieden. Und zwar habt ihr hier nur ein Unterteil und einen Deckel, die auch bewusst ziemlich auf Press aufeinander gehen, weil die Idee dabei eigentlich nicht eine Schachtel ist, sondern wirklich ein Deko-Element, das man rausstellen kann. Das war die Vorgabe, ne? Tulpe für draußen. Und die Heike hatte mir geschrieben, das fand ich ganz clever, dass sie das cool finden würde oder sinnvoll finden würde, auch die Tulpe beschweren zu können. Und genau da kommt so ein bisschen der Gedanke her. Das heißt, ich habe eigentlich so eine Art Schachtel gebaut mit Unterteil und Oberteil. Und hier einmal einem zurückgesetzten Rand. Wichtig, das ist jetzt quasi ganz genau auf Passung gemacht. Das heißt, wenn ich das Ganze hier zudrücke, dann
fällt es auch nicht von selber wieder auseinander, sondern hält. Ich habe das hier tatsächlich mit einem Bambudrucker gedruckt auf eine Supertech Coolplate. Deshalb ist es von außen so gleichmäßig und glatt und matt. Deshalb seht ihr da wenig Struktur. Und es ist so konzipiert, dass es da quasi kein Offset gibt. Es gibt keinen Luftspalt, sondern es ist wirklich diese innere Kante, die sich da reinsetzt, ist ganz genau um die Wandstärke nach innen versetzt. Das sage ich deshalb so explizit, damit ihr eine Idee habt für die Slicer-Einstellung. Ihr könnt es super gut mit einer Standardeinstellung drucken, habe ich hier auch gemacht. Wenn ihr aber einen Drucker habt, der vielleicht ein bisschen anders druckt oder das bei euch zu stramm wird oder ihr es gerne insgesamt ein bisschen mehr schachtelmäßig hättet, sodass der Deckel leichter abgeht, könnt ihr hier unten diesen unteren Teil in der Mitte ziemlich sicher wieder durch die XY-Lochkompensation ausweiten. Ich müsste es mir im Slicer nochmal angucken, um wirklich 1000% sicher zu sein, aber so wie das für die runden Löcher bei den Perlen funktioniert, müsste das eben auch hier funktionieren. Idee war, wie gesagt, eigentlich eventuell Dekogranulat rein, damit das Ding in sich schwerer ist, weil draußen hat man ja vielleicht auch ein bisschen Luft, hat ein bisschen Wind und dann ist es nicht schlecht, wenn das einen sehr, sehr satten Stand hat. So, liebe Karin, ich hoffe, du bist glücklich mit der Umsetzung. Das war sehr süß. Karin hat mir, nachdem ich damit eigentlich fast fertig war, geschrieben, ich mache mir viel zu viel Arbeit. Das hätte quasi auch gereicht. Auch die Tulpe, sage ich mal, in der Dicke aufzublasen. So ähnlich, wie ich das mit dem Herzanhänger jetzt gemacht habe. Aber ich habe mir hier halt ganz bewusst gedacht, wenn man das einfach komplett im Ganzen drucken würde, nicht als Zweiteiler, sondern als Einteil, dann muss man ja hier innen drin alles volldrucken mit Support. Und hat am Ende, sage ich mal, ein vergleichsweise leichtes Teil, weil es einfach dann nicht möglich ist, da ohne weiteres was reinzupacken. Und in der Variante mit Deckel und Unterteil kann man erstens, finde ich jetzt zu Ostern, durchaus auch eine Kleinigkeit reinpacken und verschenken. Das ist trotzdem kein 1000-mal auf Zu-Produkt, weil wie gesagt, sehr auf Passung gemacht. Das ist eigentlich als Deko gedacht. Aber ich mag das sehr, dass dieses Teil oben nicht einfach abfällt. So. Jetzt zeige ich euch mal so ein paar kleine Raffiniertheiten, auf die ich jetzt geachtet habe beim Erstellen. Das Erstellen hat mich nämlich wieder ein paar graue Haare gekostet. Aber ich habe diese Art von Projekt, sage ich mal, das erste Mal mit dem 3D-Drucker gemacht und war da wieder sehr gewissenhaft und habe gemessen und überlegt und ausprobiert. Und zwar seht ihr vielleicht, wenn ihr da von oben drauf schaut, dass ihr ja hier diese Kante habt, die sich einmal hier innen reinsetzt. Und die Engstellen, sag ich mal, die hier durchaus entstehen können, sind immer da, wo der 3D-Drucker die Lage wechselt. Das heißt, der wechselt gerne, wenn man ihn das automatisch entscheiden lässt, in so spitzen Ecken. Würde also mein Einsatz hier innen auch ganz spitz bis in die Ecke gehen, dann entstehen hier so Klemmpunkte, die sehr unpraktisch sind. Deshalb sind hier diese Bahnen so abgerundet, damit die Spitzen, die sich hier innen reinsetzen, eben wirklich nicht ganz bis in die Spitze gehen, sondern einfach etwas versetzt nach innen enden. Die gleiche Logik gilt hier für die Spitzen. Wenn ihr hier das Außenteil anschaut, habt ihr hier das Gleiche. Das Ganze ist hier innen schön abgerundet, damit sich eben diese Nase wieder nicht ganz bis runter in die Ecke setzt. Und das Ganze hier einmal sich quasi schön sauber ineinander schließt und auch wieder öffnen lässt. Bei der Tulpe Blüte quasi war das einfacher für mich als hier beim Unterteil. Beim Unterteil habe ich wirklich 2, 3 Anläufe auch gebraucht, bis es so schön aufging, wie ich mir das gewünscht habe. Da musste ich wirklich selber auch tüfteln und gucken, sag ich mal, wo klemmt's und wo hängt's. Was ist jetzt der Grund, bis ich eben genau dahinter gekommen bin, dass jetzt mein Drucker in dem Fall den Lagenwechsel immer hier oben in der rechten Ecke durchgeführt hat. Und in meinen ersten Druckvarianten hat dadurch die rechte Seite besser geschlossen als die linke, beziehungsweise die rechte hat so stark geklemmt, dass die linke dadurch dann immer sehr locker saß. Und das hat mich, ehrlich gesagt, Nerven gekostet, bis ich dahinter gekommen bin, was es ist und wo es da genau klemmt. Das ja, hat ein bisschen gedauert, aber ich denke, ich habe das jetzt ganz gut gelöst und bin selbst ganz glücklich mit der Lösung. Ich überlasse es jetzt euch, Wünsche zu äußern, mir zu sagen, ob ihr auch glücklich damit seid. Ich hoffe es sehr. Oder ob ihr euch jetzt zum Beispiel doch hier unten irgendwo so eine minimale kleine Greifvertiefung wünschen würdet, damit es halt doch ein bisschen leichter auf und zu geht. Das ist am Ende, glaube ich, total Geschmackssache. Wer es gar nicht auf und zu machen will, könnte es natürlich theoretisch auch einfach verkleben. Also ihr habt jetzt eigentlich wieder ganz viele Möglichkeiten. Ich habe mir nur echt Gedanken gemacht, weil ich natürlich, ihr kennt mich, direkt wieder ein System finden wollte, das auch gut funktioniert.
Einfach um gerüstet und gewappnet zu sein. Falls euch das Ganze nämlich gut gefällt, würde ich auch hier vermutlich zumindest noch die zweite Tulpe umsetzen. Beziehungsweise, ja, das überlasse ich eigentlich euch. Ihr dürft gerne Wünsche äußern, ob ihr die anderen Blumen auch gerne noch in der Machart hättet. Ob euch die Machart generell zusagt, ob ihr noch Einfälle, Ideen, Wünsche dazu habt. Die Annette hat mich schon gefragt, ob ich irgendwo noch ein Loch reinmache für die Lichterkette. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, man könnte vielleicht, wenn man das beleuchten will, die Lichterkette einfach innen reinstecken. Und wir probieren das jetzt einfach mal gemeinsam aus. Hier seht ihr meinen ersten Prototyp von der Tulpe. Da seht ihr auch noch, dass es noch deutlich leichter auf und zu geht. Was aber hier eigentlich vor allem daran liegt, dass ich hier diesen Steckteil weniger tief gemacht habe. Und ich habe jetzt hier mal so eine Mini-Lichterkette liegen und dachte, wir stopfen die jetzt einfach mal gemeinsam da rein. Die ist schon so ein bisschen funselig. Die hat schon nicht mehr so ganz die volle Power. Wir gucken mal, ob das reicht oder ob das nicht reicht. Und wenn es nicht reicht, dann hätte ich hier auch frische Batterien liegen. Also ich schwöre, ich habe es noch nicht ausprobiert. Es interessiert mich einfach selbst, ob das hinhaut, ob das irgendwie eine Helligkeit bringt, die man sich dann auch anguckt oder ob das irgendwie nichts ist. Hinter Weiß sollte das ja noch funktionieren. Hinter Pink sieht es dann vielleicht nochmal anders aus. Wenn das klappen würde, wäre das natürlich schon cool. So, stopfen wir jetzt einfach mal da rein. Diese Zerknäule-Technik hatten wir zuletzt bei der Papierkugel, wo meine Anweisung auch war, knüll das einfach da rein. Und dann machst du es zu. So, und jetzt muss ich drumherum mal eine Schlossbeleuchtung ein bisschen reduzieren, damit wir einschätzen können. Ja, ist aber gar nicht schlecht, oder? Ist jetzt keine super sortierte Beleuchtung und natürlich sieht man auch, wo das Batteriefach liegt. Seht ihr? Da habe ich dann gleich wieder Motivation. Jetzt wursteln wir das mal ein bisschen so, dass das Batteriefach zwischen den Lämpchen liegt. Aber wenn ich jetzt auf irgendeiner Seite ein Loch reinmachen würde, um dieses ganze Lichterkettending außen drauf zu kleben, dann ist die Seite ja auch komplett verloren optisch, sag ich mal. Da finde ich persönlich das jetzt eigentlich netter, wenn die Lichterkette da wirklich mit reingeht. Ja, muss man jetzt nur gucken, wo man sie hinsortiert. Weil irgendwo hat man natürlich jetzt zwangsläufig einen Schattenwurf davon. Aber die Vorstellung, jetzt das Batteriefach nebendran liegen zu haben, finde ich persönlich auch nicht charmanter. Ah, und bei Annette sieht man sie nicht. Ja, Annette, deine Blüte ist halt nicht weiß wie meine, ne? Deine ist rosa, glaube ich. Können wir ja nachher vielleicht mal schauen, wenn du das Bild schon hochgeladen hast. Können wir das nachher in den Kundenfotos gleich noch mit angucken. Also auf jeden Fall bin ich positiv überrascht, dass es so gut geht, sogar mit so einer alten Lichterkette, die wie gesagt nicht mehr so ganz den vollen Leuchtbums hat. Ich kaufe diese Lichterketten mit den Knopfzellen eigentlich auch kaum noch, weil mir das ein bisschen zu schnell geht mit den Batterien, dass die leer werden. Da bin ich nicht so... Ich mache es jetzt nochmal umgekehrt. Wundert euch nicht, ich wurschtel jetzt einfach mit euch gemeinsam. Ich habe es bewusst nicht vorher ausprobiert, weil ich es einfach live mit euch testen wollte. Ich bin da inzwischen nicht mehr so der Fan davon. Deshalb wollte ich euch eigentlich auch mal fragen, ob ihr vielleicht noch eine ultimative Lampenempfehlung für mich habt. Ich habe heute mich mal ein bisschen umgeguckt und habe unter anderem auf Makerworld und diesen anderen Plattformen gesehen, dass manche so runde Spots, sag ich mal, in die beleuchteten Projekte einbauen, die dann einfach eine USB-Anbindung haben. Wenn man jetzt aber die Idee hat, sage ich mal, die Beleuchtung wirklich rauszustellen, finde ich es gar nicht so verkehrt, dass ich hier nirgendwo ein Loch für einen Durchlass habe, sondern dass es einfach zu ist. Und ihr seht natürlich auch eins, man hat auf der Rückseite, sage ich mal, die glattere Leuchtfläche, weil wir ja bei dem Deckel nochmal so einen kleinen Versatz nach innen haben, wo diese Stecknase ist, die das Ganze an Ort und Stelle hält. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Ich teste jetzt mal hier, ob mein Pink auch leuchtet. Natürlich längst nicht so sehr wie das Weiß. Ich lese gerade Ballonlicht, ja. Die Ballonlichter leuchten halt, glaube ich, auch nur so kurz. Aber ich weiß, es ist auch viel gewollt. Eine kleine Leuchteinheit, die noch dazu lange leuchtet, hell leuchtet und nicht ständig neue Batterien braucht. Schaut mal, was für ein krasser Unterschied. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also, Weiß war hier schon die deutlich bessere Wahl. Nee, also hier ist wirklich chancenlos. Hier
seht ihr wirklich gar nichts mehr. Es tut mir leid. Ich muss jetzt doch mal lachen. Jetzt stehen wir hier komplett im Dunkeln. Also ihr seht, es hängt zusätzlich extrem von eurer Filamentwahl ab. Das weiße Filament eignet sich scheinbar halt auch einfach gut. Es ist spannend, weil die Wandstärken, die Dicken und so weiter, das ist eigentlich alles genau gleich bei beiden Projekten. Das ist bei der weißen Tulpe genauso dick oder dünn wie bei der pinkfarbenen Tulpe. Aber die pinkfarbene ist offensichtlich einfach, ja, vom Material her zu lichtundurchlässig. So. Die Karin würde ein Beleuchtungsloch nicht so gut finden. Maximal könnte der, das will, sich das rausbrechen oder bohrt halt. Oder es muss im Boden sein. Ja, Karin, das ist halt genau der Punkt, sage ich mal, bei dieser Art von Projekt. Wo machst du hier irgendwo ein Beleuchtungsloch rein? Und deshalb habe ich mich bis jetzt auch dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, der Wunsch, die Deko-Tulpe für draußen und hat die irgendwo ein Loch, dann ist das optisch wieder so ein bisschen schwierig. Und die Brühe läuft da dann halt auch rein. Also die Idee bei diesem geschlossenen Ding ist ja auch so ein bisschen Spritzschutz in Anführungszeichen, mal wenigstens so als kleine, ne? Insofern glaube ich auch, wir kommen besser ohne Loch aus. Gut, so viel zur Tulpe. Ich lese schon genau dran. Durchsichtiges PLA wäre sicher auch toll, ganz bestimmt. Farbig durchsichtig, funktioniert mit Sicherheit. Und die Annette sagt, ihre Blüte geht nicht so leicht auf, die sitzt ganz stramm. Annette, das ist das, was ich vorhin meinte mit. Das ist einfach auch wieder geräteabhängig. Ne? Mein Bambudrucker hat gefühlt immer in normalen Passungen das weichere Spiel als der Anycubic-Drucker. Man müsste das hier bei dem Projekt aber über die Lochkompensation korrigieren können. Du kannst dir den Spaß machen, wenn du sowieso gerade am PC bist und kannst einfach dir mal den Slicer aufmachen und kannst mal schauen, wie das im Slicer ausschaut. Also mich juckt es jetzt hier schon wieder in den Fingern, das nächste weiße oder durchsichtige Projekt zu machen, bei dem man dann nochmal Motivdetails in der anderen Farbe hier vorne drauf druckt. Ein bisschen so ähnlich wie meine Schnörkel, die ich da auf den Hasen als Flockfolie drauf gemacht habe. Also einfach nochmal so eine zweite Schicht, die weiter nach vorne steht und dann eben nochmal so ein bisschen Schattenwurf auch bringt. In die Richtung wird noch ganz, ganz, ganz viel gehen. Aber ich lese schon, außer Ballonlicht habe ich jetzt nicht so unheimlich viel von euch an Vorschlägen gekriegt. Ich habe Hoffnung auf euch gesetzt, dass ihr mir nochmal sagt, was ihr für solche Projekte an Beleuchtung nehmt oder ob ihr schon andere, sag ich mal, 3D-Druckprojekte gemacht habt mit einer Lampe, die ihr super gut findet. Ich hätte natürlich noch eine Idee, aber die ist dann wieder eher was für noch größere Projekte, nämlich unsere Akkulampe, die wir jetzt auch schon in die Papierprojekte eingebaut haben. Von der Idee her, wenn ich jetzt eine größere, runde Blüte habe, zeige ich gleich eine Variante in Papier, bei der ich wirklich so eine runde Mitte habe, dann könnte man in der runden Mitte, wenn das Projekt groß genug ist, die Akkulampe einbauen. Diese halbkugelige, ihr wisst hoffentlich, welche ich meine. Räumen wir das hier mal zur Seite. Ich mache hier das Batterieding gleich wieder aus, weil solange ich hier quatsche, hat sich sonst nachher ausgeleuchtet. So. Zack. Gut, dann zeige ich euch doch noch, woran ich hier unter anderem gearbeitet habe. Ich hatte es schon angedroht oder angekündigt. Tada! Stapelblume in der Papiervariante. Es gab den expliziten Wunsch, dass es noch eine Stapelblume bitte geben soll, die spitze Blütenblätter hat. Die fehlt ja bisher noch im Sortiment. Bisher haben wir nur Blüten quasi mit abgerundeten Blütenblättern. Und weil ich ja so ein bisschen so ein Geometriemonk bin, wollte ich jetzt eigentlich gerne noch mal eine Variante mit Spitzen, aber einmal mit 6 Blütenblättern und gerne auch noch einmal mit 5. Die mit 5 fehlt noch, die ist noch ungetestet. Die mit 6 habe ich gestern geklebt und bin damit eigentlich ganz happy. Das ist die neue Plattform. Ich hoffe, die gefällt euch auch. Sie ist bewusst wieder extra etwas variiert. Ich lege euch die hier mal alle hin. Zu den anderen Plattformen, weil ich eben noch, ja, natürlich den Anspruch und den Ehrgeiz habe, dass jede Blüte dann auch wieder irgendwie ein separates Blatt haben kann und dass man da einfach so ein bisschen spielen kann in den Varianten, die man hat. Ich hoffe, die Variante gefällt euch. Ich versuche auch immer, sage ich mal, was zu treffen, was zu der Blütenform
gut passt, im Sinne von dann hier eine gute Auflage schafft, damit die Blüte sich da draufsetzen kann. Die neue Stapelblume ist noch nicht im Shop. Da bin ich auch wieder kurz auf eure Hilfe angewiesen. Wie hättet ihr es gerne? Also die ist soweit fertig, die Datei ist fertig. Ich habe vorhin noch ein schnelles Foto gemacht. Ich könnte sie in den Shop packen, aber eigentlich würde es mich fast in den Fingern jucken, quasi bei den Spitzenblütenblättern wieder ein Set zu machen. Und dann wäre es vielleicht fast sinnvoll, sie noch zurückzuhalten, bis das Set soweit ist. Das ist so ein bisschen die Frage. So, bei der Variante mit den 5 Blütenblättern ist es, sage ich mal, deutlich schwieriger, hier unten passende Blätter hinzubekommen. Da bin ich noch nicht ganz glücklich gewesen mit dem, was ich bis jetzt konstruiert habe. Vielleicht geht mir da heute noch mal irgendwie was von der Hand. Aber bei denen wollte ich gerade auch noch mal sagen, jetzt stellt euch die hier einfach noch mal in größer vor, auch aus dem 3D-Drucker. Und bei diesen ganzen, egal ob jetzt 5-blättrig oder 6-blättrig, die Mitte zeigt es euch ja eigentlich schon an. Wenn man die Mitte nicht offen gestalten würde, sondern im 3D-Druck auch geschlossen und die, sage ich mal, nur durch Wandstärke oder so ein bisschen absetzt, dann wäre das natürlich der perfekte Punkt, um da ein Leuchtmittel genau in die Mitte zu setzen. Würde optisch bei dieser Art von Blüte total Sinn machen. So. Ich lese schon, die Marina schreibt, bitte Set mit der 5er, ein Set wäre toll. Ja, und die Heike sagt auch dann lieber bitte als Set, dann wartet sie lieber noch ein bisschen. Okay. Dann müsst ihr wirklich noch einen klitzekleinen Moment warten. Ich wollte euch die Blume aber auf jeden Fall trotzdem schon mal gezeigt haben, damit ihr wisst, so sieht die eine Variante mit Spitzenblättern aus. Und dann gucke ich, dass ich mir für die 5-blättrige spitze Variante auch noch ein neues Blatt fertig mache. Und dann kommt im Laufe der nächsten Woche nochmal ein Blumenset in den Shop. Dann seid ihr aber auf jeden Fall schon mal vorgewarnt. Könnt schon mal das passende Papier raussuchen und euch einfach ein bisschen freuen. Vorfreude ist ja auch was Schönes. So, als nächstes, ihr lacht mich bestimmt komplett aus, kommt jetzt was für das Spielkind in mir. Achtung. Ich muss jetzt schon lachen, weil ich weiß, dass ihr mich wieder für komplett albern halten werdet. Wir springen heute munter zwischen Papier, Plotten und 3D-Druck hin und her, aber es ist heute, geht es nicht anders. Heute bietet sich keine saubere Trennung an. Ich räume ab. Zum Thema Spieß. Ich habe ja vorhin schon ganz kurz was zum Thema Spieß bei dem Blumenherz gesagt. Und hier bei den Perlenvarianten ist es ein bisschen das Gleiche, dass ich mir überlegt habe, wie könnte ich da noch irgendwie einen netten Aufsteller, sage ich mal, drunter packen, der dann, Achtung, im Idealfall auch gleich noch für die ganzen verschiedenen Perlenprojekte funktioniert. Und ich zeige euch mal, was ich ausgeheckt habe und ihr sagt mir, ob ihr das gut findet. Ich habe auch als nächstes noch so eine andere Spießgeschichte hier liegen. Da brauche ich einfach komplett euren Input in der Hoffnung, dass ich daraus schlau werde. Aber Achtung, ich kann nicht widerstehen, ich muss es jetzt tun. Achtung. Ich habe mich so darauf gefreut. Also eigentlich war das gar nicht der Plan. Der Plan war eigentlich, eine möglichst massive Basis, sag ich mal, zu bauen. Die ist hier auch wieder hohl. Wir beschweren die gleich noch zusammen mit Dekogranulat. Der Gedanke, den ich da einfach reingesteckt habe, war, ihr sollt, wenn ihr das wollt, natürlich den Hasen auch noch irgendwie dekorieren können. Noch ein Schleifchen dran, ein paar Blümchen dran, was auch immer. Und wenn das Ganze dann steht, soll es halt auch wirklich fest stehen. Und ich hatte erst so einen ganz zierlichen Sockel, den kann ich auch gleich nochmal anschrauben, der kein Gewicht dran hat, aber das wird dann schnell zu klein. Das wird von der Basis her nicht flächig genug. Und dann hätte man halt entweder die Option, sage ich mal, den Fuß größer zu drucken oder den Fuß zu beschweren. Und ich fand jetzt hier Beschweren ganz smart. Und eigentlich war das nicht so geplant, dass man den so frei drehen kann. Ich zeige euch gleich mal von oben, was ich mir dabei eigentlich gedacht habe. Und zwar habt ihr hier diesen gedruckten Spieß und der wird stehend gedruckt, damit er in sich wirklich schön rund verläuft. Jetzt haben wir uns irgendwann ganz am Anfang, als wir über 3D-Druck gesprochen haben, auch mal Gedanken gemacht über die Schichten, über die Lagen. Und wenn ich so ein stehendes Teil habe, das eben hier oben irgendwo Belastung hat, dann besteht ein gewisses Risiko, sage ich mal, dass irgendwo zwischen den Lagen was bricht, also dass sich eine gedruckte Lage von der anderen abhebt und dann bricht der Stab durch und dann ist Feierabend. Deshalb war die Idee eigentlich, dass wir in diesen stehenden Teil nochmal was einbringen, was aber liegend gedruckt ist, wo ich also den kompletten Faden habe, quasi der einmal hier durchgeht und das Teil in der Höhe stabilisiert. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Ich zerlege das mal und zeige euch das hier von der Seite, von oben, wie auch immer.
Und dann versteht ihr hoffentlich, was ich meine. Und wenn es unklar ist, fragt bitte einfach nach. So ist das Perlenprojekt einfach so, wie ihr es kennt. Der Hasi mit seinem Loch, einmal oben und einmal unten. Und für die Ständer- bzw. Stehvariante ist jetzt natürlich das Loch unten interessant. Und ich glaube, letzte Woche war es wahrscheinlich, wo ich hier schon albern war und gesagt habe, ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr einen Holzspieß in der passenden Breite habt, natürlich auch einen Holzspieß hier reinstecken. Das Ganze eventuell eben ankleben, das ist durchaus möglich. Aber ich wollte, wie gesagt, auch noch eine Ständerversion basteln. Und genau dieser süße kleine Stab hier, der ist im 3D-Drucker quasi liegend gedruckt. Und durch den liegenden Druck habt ihr hier lauter Verbindungsfäden quasi, die einmal an dem Stab hin und her laufen und dadurch eine stabile Verbindung genau hier in dieser Richtung bilden. Und wenn man diesen Stab jetzt hochkant in dieses Röhrchen einklebt, dann kriegt das Röhrchen hier innen drinne nochmal eine komplette Verbindung dank dieses Kerns. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich bei dem Stab selbst eben das Risiko habe, der ist auch stehend gedruckt, dass der mir hier zwischen den Lagen bricht. Ich will ihn jetzt nicht kaputt machen. Ich kann den Prototyp mal gleich versuchen zu brechen, damit ihr versteht, was ich meine. Also ursprünglich war die Idee eigentlich die, deshalb ist der Stab auch etwas kleiner als das Loch hier in der Mitte, dass man das Ganze hier einmal reinsteckt und einklebt. Und dieses Einkleben bringt euch hier innen drin eben nochmal eine Zusatzstabilisierung. Tatsächlich habe ich das halt aber nur lose zusammengesteckt, um zu sehen, ob meine Passungen gut sind und wie das von den Teilen her funktioniert. Und habe dann ganz begeistert festgestellt, dass man hier albern sein kann und es stattdessen einfach zum Drehen, zum Spielen quasi nutzen kann. Und ihr seht auch, ich habe da bis jetzt nichts geklebt, sondern habe es einfach nur hingestellt und das hat eigentlich auch gehalten. Also ich fand das jetzt hier fand es jetzt hier einfach ganz lustig, dass diese Drehoption eben auch da ist. Aber im Endeffekt ist es euch am Ende frei überlassen. Ihr könnt entweder dieses Stäbchen einmal hier innen reinkleben, um eben diese Stabilisierung zu haben. Ich habe das Loch auch ganz bewusst ganz durchgehend gemacht, von oben bis unten, weil ihr dann auch so ein bisschen in der Höhe spielen könnt. War mir vom Gedanken her wichtig, weil ich dachte, vielleicht habt ihr das Projekt irgendwie minimal skaliert, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, wie auch immer. Und wenn diese Stabhöhe ganz fest vorgegeben wäre, dann hättet ihr hier keinerlei Möglichkeiten, irgendwie so ein bisschen zu reagieren. Und dadurch, dass der Stab eben einzeln ist, aber wirklich auch bis unten durchgeht, habt ihr auf jeden Fall so ein bisschen Spiel in der Höhe. Sollte er überstehen, kann man den auch einfach abschneiden. So dick ist das Plastik ja am Ende nicht. Aber die Idee war eben wirklich nochmal so einen Kern innen drin zu haben, den man zum Stabilisieren nutzen kann. Habt ihr das Gefühl, dass ihr das an Zusatzstabilität braucht, dann klebt ihr es einfach fest. Dann kann man es nur leider nicht mehr so wunderbar schön drehen. Ja genau, Perlenschmetterling jetzt als nächstes. Der wird sich jetzt eigentlich anbieten, ne? Ansonsten habe ich mir hier noch was ausgedacht, was ich relativ clever fand. Ihr wisst, ich habe bei meinem anderen Stehständer, den ich eigentlich für den Stern entwickelt habe, schon mit Schraubverschlüssen gearbeitet. Erst waren da Magnete drin, dann habe ich Schraubverschlüsse eingesetzt. Und ich habe mir den Schraubverschluss jetzt einfach genommen und habe das hier quasi auf die Basis übertragen. Bringt den Vorteil, dass ihr nachher verschieden lange Stäbchen bekommt. Das ist jetzt ein 120er, das hier wäre ein 160er. Ich habe die Werte bewusst so benannt, dass ihr wisst, das ist die Endhöhe. Das heißt, dieser Stab ist nicht genau 12 cm lang, sondern wenn ihr diesen Stab in diese Basis einschraubt, sitzt euer fertiges Projekt am Ende 12 cm hoch. Das wird die Namensbenennung hier quasi bezeichnen. Und ist erstens schöner für die Annette mit ihrem Druckservice, weil bei meinem anderen Ständer das Ganze hier quasi fest zusammengedruckt war. Also man hat quasi den stehenden Teil direkt auf die Platte gedruckt, lässt sich schlechter verstauen. Ist also nicht nur schön für die Annette mit ihrem Druckservice, sondern auch generell für euch zum Wegpacken, dass ihr diesen Teil auf jeden Fall später einfach ausschrauben und die Teile einzeln in die Kiste legen könnt. Ihr seht es schon hier an dem ganzen langen Stück. Es braucht einfach viel, viel weniger Platz in dieser demontierbaren Variante. Das heißt, ich habe hier in der Mitte einfach dieses Gewinde mitgedruckt. In dem Basisteil quasi ist in der Mitte das Gegenstück zum Gewinde und hier unten am Stab habt ihr das Gewinde und dann schraubt ihr die zwei Teile einfach mit ein paar Handgriffen zusammen. Müsst hier an der Stelle, sage ich mal, schon mal nichts kleben und habt das einfach modular. So, und was jetzt noch fehlt, ist hier unten mein Hohlraum. Also ihr seht, ich habe hier einfach eine Art Deckelchen, habe hier ringsherum eine Kante laufen, habe auch in der Mitte hier ringsherum eine Kante laufen, um einen ganz, ganz sauberen Verschluss zu bekommen.
Und das Teil füllen wir jetzt auch direkt einmal zusammen mit Dekogranulat. Und dann trage ich hier auf den Rändern einmal Kleber auf und klebe den Deckel einfach ein. So. Ich hoffe, ihr könnt meinen fürchterlichen Enthusiasmus noch aushalten. Ich habe halt wieder eine ganze Weile hin und her gefrickelt, sage ich mal, um eine passende Lösung genau dafür zu finden und bin am Ende jetzt ziemlich happy, sowohl mit dem modularen Aufbau, also dass man das Ganze so schön auseinanderschrauben kann, als auch mit dem Spielkind-Aspekt, dass man das so schön drehen kann. So, ich teste jetzt, bevor ich den Kleber drauf mache, nochmal, ob ich das irgendwie noch schön zubekomme, damit ich es nicht zu voll gemacht habe. Mühe wird noch reingehen, mal gucken. Ich hatte ja gehofft, das Klopfen hilft so ein bisschen zum Verdichten, aber irgendwie verschiebe ich es damit mehr. Heike, nee, bis jetzt kein Batteriefach. Genau, der Hase könnte eine Schleife vertragen, die könnt ihr dem dann gerne anbinden. Oder hättest du gerne noch eine 3D gedruckte Schleife, Christine? So. Ich glaube, das fühlt sich gut an. Ich kann das hier noch frei drehen und jetzt kleben wir uns die Ränder einfach mal noch zu. So, komm. Den habe ich übrigens mal wieder über Nacht offen stehen lassen. Das heißt, ich hoffe... Was? Vorhin gingst du doch noch? Dass da trotzdem was rauskommt? Wartet mal. Ich steche den einmal auf und wenn das nicht klappt, muss ich einen frischen aufmachen. Weil ich scharf den, wie gesagt, die ganze Nacht hier offen liegen hatte. Ohne es zu merken. Und ich benutze den gerne, weil der länger trocknet quasi als der Sekundenkleber. Aber halt, irgendwann ist er trotzdem trocken. Dann halt auch nicht ewig, ne? So. Ob das Granulat jetzt ein bisschen von dem Kleber abbekommt, ist mir natürlich egal. Und wenn oben irgendwo was rausquellen sollte, wenn wir das dann einfach gleich abwischen. Ich habe auch erst überlegt, ob man hier unten irgendwie auf den Kleber verzichten kann, ob ich quasi den Stab nochmal anders aufbaue, sodass man dieses Fach unten einfach zuschraubt. Aber dann habe ich gedacht, nee, irgendwie ist es nicht so richtig intuitiv, weil man den Stab ja wegen der Länge dann auch auswechseln kann. Und stellt euch vor, man denkt da nicht dran oder er hat das geschenkt bekommen oder wie auch immer und weiß es gar nicht und schraubt es auf und es fällt einem das ganze Granulat entgegen. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, das einfach genauso zu lassen, dass da gar nichts, was die Beschwerung angeht, quasi nichts geschraubt wird, sondern alles geklebt wird, damit es einfach sicher zu ist, wenn man es dann einmal verklebt hat. Wie schnell der Ständer im Shop ist, Ostern ist bald. Ja, damit hast du natürlich absolut recht, Martina. Schnell. Wenn ihr jetzt damit einverstanden seid, wie der ist, würde ich euch vielleicht noch 2 zusätzliche Stablängen erzeugen, weil bis jetzt gibt es die 120, 160. Ich würde 200 noch gut finden, auch wenn man die 200 am Ende auf dem Mini nicht mehr drucken kann. Aber das ist dann halt so. Da gibt es ja dann auch noch andere Optionen, die für den Mini auch funktionieren. Und ja, eigentlich ist die Datei soweit fertig. So. Petra sagt, solange mir das Spaß macht, ist es wunderbar. Sie ist für alles zu haben. Super. Und die Christine sagt, 3D wäre super. Sie ist inzwischen voll im 3D-Fieber. Muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege, so ein Schleifchen. So, jetzt testen wir das gleich nochmal gemeinsam von vorne. Eigentlich wäre wahrscheinlich temporär mal zuklammern gut, aber ich will gerade mal ausprobieren. Diese Beschwerung sollte sich ja direkt positiv auswirken. Hier unten das Stäbchen stecke ich einfach nur rein. Gibt eine Seite, die ein bisschen strammer sitzt. Nehmen wir die. Ja. Und setzen das hier ein. So. Zack. Achtung. Oh ja, jetzt muss ich das gar nicht mehr festhalten. Jetzt kann ich auch so schubsen. Das Herz für den Hasen auch als 3D, das kriegst du nicht geklebt. Für den neuen Hasen, Petra, für den hier, das ist eigentlich auch eine süße Idee. Für den hier, nur das Herzteil innen. Das kann ich probieren, da kann ich direkt auch wieder dabei
austesten, sage ich mal, wie gut der 3D-Drucker von den Größen her zu meinem Plotter passt. Ja, witzig, sorry, das ist das Spielkind in mir. Eigentlich war der Plan ursprünglich, das einfach hier festzukleben. Dann ist man aber hier in der Höhe halt auch nicht mehr flexibel. Also probiert es einfach aus, gebt mir gerne auch mal Rückmeldung, wie das für euch funktioniert. Und Martina, ich würde jetzt versuchen, den eben zeitnah shopfertig zu machen. Wir testen jetzt mal noch eine Sache. Und zwar bauen wir einfach mal um. Ich baue jetzt hier mal das Osterei drauf. Hase runter. Oh ja, den hatte ich gut festgesteckt. Ja. Osterei drauf. Das sollte ja hier ganz genauso funktionieren. Schwupp. Tada! Ich freue mich wieder viel zu sehr. Aber wenn ich die hier so zusammenstehen sehe, würde ich durchaus sagen, dass es auch legitim wäre, nochmal eine kürzere Größe bei den Ständern mit dazu zu machen, weil genau das war eben so mein Gedankengang. Einerseits einfach Thema Fensterbank, damit man die Projekte von außen eben auch sieht, weil wenn das nur irgendwo unten auf der Fensterbank sitzt und angelehnt ist, dann sieht man halt von draußen am Fenster quasi nichts. Und wenn man das jetzt mit dem Ständer so ein bisschen freier aufstellen kann und in der Höhe so ein bisschen mehr Spiel hat, dann hat man halt von außen auch von der Deko mehr. Eine leichte Wölbung als Sicherung, damit das Stäbchen nicht zu weit durchrutscht oben. Guck mal, Heike, das ist eigentlich nicht nötig, weil das sehr aufpasst. Das ist sehr eng gedruckt. Ich habe das auch erst überlegt, aber es bietet sich eigentlich nicht so an, weil du hier unten direkt einen Aufsatzpunkt auch am Stab hast und da würdest du wieder in Schwierigkeiten dann geraten. Oder du müsstest die Wände wieder dünner machen und. Ich habe hier schon bei den Stäben quasi Verschiedenstes ausprobiert, bis ich glücklich war. Der sollte nämlich in sich für mich schön gerade sein, selber nicht zu verspielt, weil ich einfach nicht den Fokus, sage ich mal, von den Perlenmotiven als solchen wegnehmen wollte. Ja, genau, Katja schreibt auch, der Ständer kann auch gerne etwas kürzer sein. Okay. Ha. Also ihr seht, ich bin ganz happy, der Plan ist hier soweit aufgegangen. Hier ist die Beschwerung drin und ich finde jetzt so, das könnt ihr jetzt natürlich schlecht nachfühlen, aber das macht schon einen Unterschied für den Stand, ob der unten beschwert ist oder ob er nicht beschwert ist. Und ich glaube, ansonsten ist die Größe eigentlich ganz gut. So, das heißt, to-do für mich auch noch einen kürzeren Stab. Das sind, wie gesagt, jetzt aktuell 120, 160. Und die Logik würde dann sagen, dass ein 80er noch gut wäre und vielleicht auch einfach noch ein 40er. Dann hättet ihr 3 Vierer-Schritte und dann, 4 Vierer-Schritte, 40, 80, 120, 160. Und dann könnte man in sich schon ganz gut spielen. Ja, die andere Idee, die ich noch hatte, die ich aber noch nicht ausprobiert habe, wäre tatsächlich, das kam, Achtung, das kam dadurch zustande, das kann ich euch gerade noch mal zeigen. Zack. So. Kennt ihr das? Ich hole ja die Teile einzeln nacheinander aus dem 3D-Drucker. Das heißt, ich kann ja immer nicht geduldig genug abwarten, bis alle Teile gedruckt sind. Und wenn ich Prototypen drucke, dann drucke ich wirklich ein Teil nach dem nächsten. Also von mir aus erst die Schale unten, dann die Abdeckung, dann den Stab. Und ich hatte halt alles schon fertig bis auf die Abdeckung. Und hatte das dann so stehen und habe mir dann gedacht, eigentlich auch ganz süß, wenn man hier unten jetzt was reintun könnte. Also Hirn hat einfach gleich produziert, wie wäre denn stattdessen ein kleines Schälchen, dann könnte man die Beschwerung auch übers Osternest machen. Aber eigentlich wäre dann die Idee, das Ganze nicht so hoch zu setzen. Da komme ich jetzt vom Kopf her wieder über das Thema kürzerer Stab drauf. Wenn man eine Art kleines Nest hätte, der vielleicht sogar auch das wieder so einen Perlenrand hat, wo ich noch nicht weiß, ob ich das hinkriege, aber mein Hirn arbeitet daran schon wieder seit einem Tag. Und in der Mitte auch so eine kurze Schraubbefestigung. Dann hätte man eben, sag ich mal, ein Schälchen, wo man auch ein paar Pflänzchen reinstellen kann oder so, wo der Hase, das Ei, was auch immer, dann genau in der Mitte dekoriert sitzt. Und wenn wir dann schon beim Ei sind, bin ich schon wieder kurz davor zu sagen, und dann kann man da nämlich auch noch so eine Lichterkette von mir aus irgendwo dran wickeln, kann das Batteriefach einfach hier außen irgendwo ins Grünzeug legen, wo man es nicht sieht. Also, ich hatte die Idee für so ein Schälchen mit einem Schraubloch in der Mitte, wo man diese Spieße reinschrauben kann. Das wäre dann schon wieder der nächste Schritt. Aber das ist typisch für mich, dass mein Hirn nächste Schritte produziert, bevor der eine Schritt abgeschlossen ist. Ja, genau, wo man Moos und sowas reinmachen kann und dann dekorieren. Ja. Kleber bitte schließen. Danke, Iris, habe ich gerade gemacht. Sehr aufmerksam.
Ja, man könnte das tatsächlich ganzjährig dekorieren, weil solange ihr diese Stäbe immer nur einsteckt, beziehungsweise im Zweifelsfall, ne, könnt ihr immer noch, auch wenn ihr den Stab eingeklebt habt, ja das ganze Teil rausschrauben. Das geht ja immer noch. So. Und dann kann man halt einfach den Teil in der Mitte austauschen, kann ein anderes Motiv reinsetzen und kann außenrum wieder dekorieren. Und ich weiß, jetzt kommt erst mal Ostern, aber mein Hirn hat dann halt gleich schon gesagt, oh ja, so Richtung Weihnachten kann man da dann einen Stern reinmachen und ein paar Christbaumkugeln außenrum legen. Und diese Schale wird euch halt, sag ich mal, den Vorteil bringen, dass man da durch den Dekokrimskrams, den man da reinpackt, auch einen Platz hat, wo man potenziell irgendwie Lichterkette oder sowas unterbringen kann. Batteriefach in zugänglicher Art und Weise. Ja, genau. Man könnte Steckmasse reinmachen und ein Blümchen rein. Hier kommt noch die Idee, ein größeres Schälchen für die Eier generell. Also ich sehe schon. Mix and Match wäre das wieder, ja genau. Also halt was, wo wirklich auch diese Schraubverschlüsse reingingen in der Mitte. Ich sehe schon, ihr versteht mich. Sagt mal was dazu. Ich verspreche und gelobe, dass ich kein Körbchen konstruiere, bevor ich euch nicht zumindest mal den Ständer in den Shop geschafft habe, damit ihr erstmal damit anfangen könnt, weil der Drucker braucht ja auch immer ein bisschen, bis er gedruckt hat. Da habe ich auch noch eine Kleinigkeit. Das war vielleicht einfach nur Pech für mich, aber ich sage es euch trotzdem. Nur damit ihr euch nicht wundert, falls es euch genauso geht. Ich habe den zweiten Prototyp dann mit allen Teilen auf einmal auf der Platte, sag ich mal, gedruckt. Und da ist jetzt was passiert, was ich selbst noch nicht so richtig verstehe, warum das so ist, aber deshalb gebe ich euch das mal als Hinweis. Dieses Stäbchen lässt sich nicht reinschrauben. Ich weiß nicht warum, weil es ist genau die gleiche Datei, die ihr hier auch seht. Ich tippe, dass der Drucker da irgendwie Schwierigkeiten hatte, weil wenn er mehrere Teile auf der Platte druckt, verlässt er ja euer Projekt immer. Das heißt, er druckt hier einen Faden, geht zum nächsten Projekt, druckt da die Lage, geht zum nächsten Teil auf der Platte, druckt da einen Teil und das immer reihum, bis er fertig ist. Und bei solchen Teilen mit Gewinde kann das scheinbar irgendwie dann auch mal schwierig sein. Also ich habe schon das Ding gedreht und gewendet und versucht zu verstehen, warum ich den nicht so gut reinkriege wie das andere Teil, das ich einzeln gedruckt habe. Ja, falls es euch auch so geht, Stab im Zweifelsfall einzeln drucken, darauf wollte ich raus. Und weil ich die Martina gerade lese, Länge von 200 würde bei dem A1 gehen. Martina, das klappt nicht, weil du das Stäbchen ja stehend drucken musst. Und der A1 hat nach oben nur 18. Ich weiß, man kann versuchen, quasi klug die Diagonale zu nutzen, aber das geht nur für Sachen, die liegend gedruckt werden, nicht für Sachen, die stehend gedruckt werden. So. Gibt es den Ständer für das Herz? Ja, guck mal, warte. Wo ist mein kleines Herz? Ich habe euch doch letzte Woche das Herz neu hochgeladen. Ich muss es nur finden. Ich muss es nur finden. Ich habe nämlich noch mal eins gedruckt. Ich muss es nur finden. Ich sag euch, mein Kreativchaos, das wollt ihr nicht mit mir tauschen. So, jetzt seid ihr gefragt, Bilderrätsel. Irgendwo hinter mir muss noch ein pinkfarbenes Herz sein, aber ein kleines, das ein Loch unten hat. Wartet, hier! Ja, schau mal, das ist ja der Witz an diesen Perlensteckdingern. Guckst du? Das, tada, funktioniert jetzt auch. Wir haben ja letzte Woche kurz gefachsimmelt, da hatte ich euch gefragt, ob ihr quasi fein damit seid, wenn bei der neuen Variante nicht nur die Dübel innen reinkommen, sondern eben tatsächlich auch Aufhängeloch oben und zusätzliches Loch unten. Und das zusätzliche Loch unten bringt euch genau das, nämlich dass das Ganze dann auch auf den Ständer, auf die Steckspieße, auf alles Mögliche drauf passt. Steckspieß ist mein nächstes Stichwort. Da brauche ich euch auch gerade noch mal. Damit habe ich angefangen. Bevor es hier schwierig mit beschwerter Basis und so wurde, habe ich mir ganz einfache Gedanken gemacht über, wie kann man das Ding zum Beispiel, doof gesagt, in den Kuchen oder auch wieder in die Pflanze stecken. Und habe hier an einfach liegend druckbaren Teilen gearbeitet. Wartet, ich räume mal ein bisschen auf. Hier Prototypen. So.
Und damit hat es quasi angefangen. Dann seht ihr auch so ein bisschen immer, wie die Entstehung ist. Ich habe quasi geschaut, dass ich hier meine Stecknase habe, die hier irgendwie auch reinpasst. Damit hat der ganze Spaß begonnen. Und es ist halt sehr unterschiedlich, je nachdem, was man da oben dran steckt, wie viel Gewicht auf dem Teil draufhängt. Und weil das ja immer für die ganzen Projekte funktionieren soll, ist es so ein bisschen schwierig, sage ich mal, das korrekt zu gewichten. Deshalb wollte ich euch da jetzt auch noch mal ins Boot holen. Ihr habt jetzt diese lustigen Stehteile gesehen, aber ich stecke es einfach nur in eine Pflanze rein, würde eben so ein einfacher Spieß auch völlig ausreichen. Da habt ihr nur ein Teil, das ihr drucken müsst. Das Teil wird einfach liegend gedruckt, ist dadurch in sich auch sehr stabil. Und dann kann man hier das Perlenteil einfach einmal oben dran stecken und kann das, Achtung, nochmal hier für euch die Kamera von vorne jetzt, ne? Kann das hier so einmal auf diesen Spieß montieren und kann das damit zum Beispiel in eine Pflanze reinstecken. Für so eine einfache Deko, die ich nur in eine Blume reinmache, wird mir persönlich das hier völlig ausreichen, weil es halt ein Einteiler ist, weil ich nicht irgendwie mit mehreren Teilen fummeln muss, weil nichts stehend gedruckt wird, sondern alles liegend auf der Platte. Man dadurch in sich eine sehr gute Verbindung hat. Ja, der ist jetzt weiß. Stellt ihn euch bitte einfach pink vor, beziehungsweise wir setzen jetzt da nochmal den Hasen drauf. So. Und was auch aber klar ist, ich glaube, sollte zumindest klar sein, das ist so ein bisschen Physik, das Stäbchen ist in eine Richtung breit. Das hier ist die breite Richtung. Und das hier ist demnach die stabile Richtung und die Richtung, die schmale, ist die etwas beweglichere Richtung. Ich war nicht sicher, ob das hier schon zu viel Bewegung ist. Da werde ich jetzt wieder albern. Oder ob das vielleicht sogar ganz nett ist, sage ich mal, wenn das so ein kleines bisschen Spiel hat. Denn der ganze untere Teil, das müsst ihr euch ja auch so vorstellen, dieses ganze Stück steckt ja in der Erde drin. Ne? Also das wird ja auch nicht komplett rausstehen. Man steckt es ja nicht nur mit 2 cm unten irgendwo rein, sondern man steckt es ja dann, sage ich mal, mindestens handbreit in irgendeinen Blumentopf und dann steht das Ganze. Ne? Also es ist ein einfacher Spieß. Auch hier, wenn ihr den nicht quasi abknipsen oder abschneiden wollt, was ich auch jetzt eher selber nicht so elegant finde, könnte ich euch den einfach in unterschiedlichen Längen vorbereiten. Ich zeige euch dabei mal noch eine Alternative und will jetzt von euch gleich wissen, ob flach oder so fast rund. Es gibt wie immer Argumente pro und contra, aber im Endeffekt mache ich das so, wie ihr es gerne hättet. So, zeige ich euch von hier nochmal. Ne, einmal hier, das ist quasi so von vorne die Sicht, wenn es die schmale Variante ist und ihr seht, so ist der ziemlich stabil. Der Hase biegt sich jetzt nicht nach unten. Wenn ich den jetzt einmal drehe um 90 Grad, weiß nicht, ob man das so von oben, das seht ihr von vorne nochmal besser, wartet. Nochmal Kamerawechsel. So, guckt, jetzt kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Ich halte den Spieß hier und das ist quasi die flache Seite, die biegt sich natürlich. Drehe ich das Teil jetzt um 90 Grad, steht er deutlich stabiler. Ich hoffe, dass das von vorne einigermaßen sichtbar ist. Das heißt, ihr entscheidet einfach, sage ich mal, in welche Richtung der flext, links, rechts oder vorne, hinten, indem ihr den Spieß dreht. So, so viel dazu. Und jetzt noch mehr so theoretische Dinge. Diese Variante könnt ihr halt komplett flach liegend drucken. Ich habe hier trotzdem noch eine Version gebaut, die, sage ich mal, massiver ist. Ihr seht, die ist fast rund. Die ist von der Idee her so gedruckt wie dieses Stäbchen. Das heißt, es wird auch liegend gedruckt. Die Rundung ist oben und unten so ein bisschen abgeflacht, damit man eine ausreichende Kontaktfläche beim Drucken hat. Und jetzt kommt sofort das Aber. Und zwar hier, dieser Teil hier oben, der wird mitgedruckt und der muss logischerweise über Support gedruckt werden. Das heißt, ihr braucht hier unten drunter so einen minimalen Aufbau, der euch diese Nase hält. War jetzt mit dem Bambudrucker gar kein Problem. Der erstellt diese kleine Erhöhung quasi als Stütze auch von selbst. Macht man nachher einfach vom Druckbett, ist Müll. Das ist aber halt der Unterschied. Also hier habe ich eben ein rundes Teil, das dann diesen stabilen Effekt in beide Richtungen hat, ne, wo ich hier quasi in der schmalen Richtung diese Flexibilität habe, habe ich hier eine wesentlich steifere Variante. Und ich konnte mich nicht entscheiden, deshalb bin ich da nicht weitergekommen. Aber es ist am Ende wahrscheinlich auch wieder Geschmackssache. Klar, man darf jetzt auch nicht unterschätzen, dieser Spieß ist jetzt gerade noch viel kürzer. Ich zeige euch das auch noch mal von vorne. Guckt mal. Der ist jetzt natürlich kürzer auch als der. Umso länger das Ganze wird, umso mehr Durchbiegung würdet ihr auch hier sehen. Aber der verhält sich halt jetzt quasi in beide Richtungen
relativ gleich, weil er einfach vom Durchmesser her in beide Richtungen aufbaut. So. Nicole Bettina schreibt, oder mit dem 3D-Drucker beschriften. Oh, schön. Flach kann man den zum Verschenken gut beschriften, entweder von Hand oder mit dem Plotter. Also ich sehe schon, ihr seid eigentlich eher für die flache Variante. Annika ist vom Biegen nicht so angetan. Genau, das ist jetzt die Frage. Liegt an euch. Ob ihr sagt, es ist eher die flache Version oder ob ihr sagt, nee, es ist eher die runde, in sich logischerweise stabilere Version. Wahrscheinlich sagt ihr am Ende, warum soll ich mich entscheiden? Macht doch bitte schön beides, wie ich euch kenne. Ob ich schon was getrunken habe, das ist ja lieb. Nee, habe ich nicht. Mein Getränk steht noch hier. Ich trinke jetzt mal einen Schluck und dann gehen wir gleich noch Fotos gucken. So. Heike, wenn du sagst, flach kann man zum Verschenken gut beschriften, habe ich gleich noch eine Frage. Da seid ihr immer die... Ihr dürft quasi vorher schon mitentscheiden. Achtung, wir switchen nochmal. Hat es geklappt? Ich hoffe, es hat geklappt. Ich könnte den Spieß in sich auch noch ein kleines bisschen breiter machen. Ich habe ihn aktuell bewusst, sage ich mal, wenn man von der Seite drauf guckt, schmaler gehalten als die Perle. Er ist also in sich trotzdem zierlicher, selbst in der breiten Seite, als die Perle. Wenn ihr den Spieß aber tatsächlich zum Beschriften nutzen wollt, könnte man jetzt nochmal drüber nachdenken, den noch ein bisschen breiter zu machen. Ja, Nicole Bettina sagt auch, mach alle, dann kann jeder selber aussuchen, was er will. Ja, genau. Der Martina reicht der flache. Tina sagt, ihr geht's wie der Maren, die Bilder schaut sie dann später nach. Okay, gute Nacht, Tina. Bilder gucken wir jetzt gleich. Wir sind eigentlich auch schon durch. Es tut mir ganz leid, dass für die Plotter-Leute das 3D-Druckthema immer nicht so interessant ist, aber ich habe diese Woche ganz tüchtig an beidem gearbeitet und muss dann immer versuchen, euch auch bei beidem ein bisschen mitzunehmen. Ich habe mir keinen neuen Plotter zugelegt. Ich habe eigentlich vor, die Juliette mal noch zusammen mit euch zu reparieren, aber das machen wir vielleicht im Stream nächste Woche. Da ist meine Lieferung von Sisa angekommen. Die haben mir einen Ersatz-Gummiring geschickt. Den haben wir damals hier im Stream zusammen ausgebaut. Den könnten wir also auch hier wieder zusammen einbauen. Da brauche ich aber gute Nerven für. Da brauche ich vorher eine entspannte Woche, damit wir das hier im Stream dann auch wirklich machen. Gut. Die Heidi könnt jetzt schon die Spieße gut gebrauchen. Also ich sehe schon, ich darf hurtig tun, dass die Varianten für euch auch in den Shop kommen. Ihr Lieben, wir machen eine kurze Trinkpause. Ihr kriegt den Trinkpausensong. Ich gucke so lang, ob in der Zwischenzeit noch Fotos von euch eingeflattert sind, die ich noch schnell freischalten kann. Und dann gibt es Inspiration. Dann gucken wir Kundenfotos. Bis gleich. Achtung! Bleib einfach dran, ich bin gleich wieder da. Ein kleiner Moment, dann geht's weiter, na klar. Mach's dir bequem, ich trink schnell einen Schluck. Dann geht's gleich weiter, ganz ohne Druck. Der Stream geht gleich weiter, nur einmal kurz strecken. Dann geht's wieder leichter, neue Ideen aushacken. Ein Augenblick Zeit, die Gedanken sortiert, damit gleich alles wieder richtig gut funktioniert. Nur kurz gesammelt, gleich geht's wieder los. Die Ideen sind da, die Vorfreude groß. Einmal kurz durchatmen, alles ist gut. Bin gleich wieder da, mit frischem Mut. Bleib einfach dabei, ich bin nicht sehr weit. In einem Moment ist wieder Kreativzeit. Noch ein paar Sekunden, dann bin ich bereit. Schön, dass du da bist, gleich ist es soweit. Gleich ist es soweit. Fast. Fast, aber noch nicht ganz. Ich habe diese Woche wieder so viel an meinem eigenen System geschraubt, dass ich jetzt gerade feststelle, dass mir hier eine Ansicht fehlt, die euch aber Gott sei Dank nicht fehlt. Deshalb ist es nur halb so schlimm. Ich arbeite mich hier einmal kurz durch, so gut ich kann. Und bin dann gleich wieder bei euch. Ich will nur nichts vergessen. So, hier sind noch 2 Bilder. Ihr wart ja sehr fleißig, während ich hier
für euch gestreamt habe, habt ihr fleißig Bilder hochgeladen. Vielen, vielen Dank. Da ist einiges nochmal dazugekommen, was ich jetzt vorher auch noch nicht gesehen habe. Ein Foto müsste ich nochmal aus der Nähe sehen, um selber sicher zu sein, dass ich euch das hier freischalten kann. Wartet ganz kurz. Da ist was auf Abwege geraten. Nein, das schalte ich euch jetzt mal noch nicht frei. Da muss ich nachher erst nochmal gucken, ob man das so lassen kann. Da hat doch jemand glatt die Deckseite zweckentfremdet. Gut. Ihr Lieben, ich glaube, wir sind ready. Ich schalte euch einmal auf den Bildschirm. Schaut mal, da sind schon die ersten Tulpen aus dem 3D-Drucker geschlüpft. Foto von der Martina in 115%, in 80 und in 100. Vielen Dank und ich freue mich riesig, dass du direkt den 3D-Drucker angeschmissen hast. Und hier hinten versteckt sich noch ein Wabenherz. Hier war die Sandra fleißig, die hat auch eine Tulpe gedruckt. Sandra, ich danke dir. Ich glaube, du warst heute die Erste, die ein Bild hochgeladen hat von der Tulpe. Ich freue mich immer riesig, wenn die Sachen auch bei euch ankommen. Ich war ein bisschen unschlüssig, ob ihr sagt, boah, nö, langweilig, keine Ahnung, Tulpe haben wir jetzt aus Papier gebastelt, brauche ich nicht für einen 3D-Drucker. Aber ich freue mich riesig, dass es euch eben doch auch Spaß macht, das nochmal in anders quasi aus dem Drucker zu holen. Und die Sonja hat gelasert. Sonja, auch sehr schick. Und auch noch mein angemalt. Und hier perfekt haben wir ein Foto von der Ursula. Ich danke dir. Zeichnung mit Gelstiften. Und damit muss ich kein Projekt mit Zeichnung mehr machen. Ja, das ist genau das, was ich vorhin versucht habe zu erklären bei der Deko-Deck-Seite für den Hasen mit Herz, dass da auch eine Variante mit Zeichenlinien enthalten ist. Und die Ursula hat sogar hier gleich die Variante mit den mehrfarbigen Zeichenlinien umgesetzt. Sehr, sehr hübsch. Vielen Dank für das Foto. Sehr schön. Hier seht ihr es auch nochmal mit dem Herzchen nebendran. Ist super geworden. Hier haben wir auch noch ein Foto von der Sabine. Einen Hasi mit Deckseite, passend zur Tulpe. Und hier war die Annette fleißig und hat uns auch nochmal ein Foto von ihrer beleuchteten Tulpe gemacht. Annette, sehr, sehr schön. Und hier sieht man, dass man dein Batteriefach nicht sieht. Aber vielleicht wird man es von hinten sehen. Ich würde jetzt die Tulpe gerne mal umdrehen. Und ich finde es ganz trollig, dass man bei dir dieses Gitter sieht. Das liegt aber an der individuellen Druckeinstellung. Ob man quasi dafür sorgt, dass diese Lagen komplett voll gedruckt werden. Das sind jetzt quasi ein paar Lagen Infill dazwischen, die machen dieses witzige Gitter. Dann von der Martina, guckt mal, wie schön das ist. In verschiedenen Größen aus Tyvek gefertigt und somit wetterfest. Sehr schön, Martina. Die Elke hat auch fleißig den 3D-Drucker gefüttert. Filament Pink Gold, das sieht sehr schick aus. Das hatten wir gerade schon. Was macht mein Programm? Jetzt geht's weiter. Ach, wie schön. Das erinnert mich daran, das Foto von der Elke, dass ich euch noch einen weiteren Rahmen für die Tunnelkarten schuldig bin, aber vor allem auch noch neue Tunnelkartenmotive. Falls jemand so ein bisschen Zeit übrig hat, schickt mir die doch gern mal vorbei. Ich würde so ein paar Extrastunden gerne nehmen, dann hätte ich es ein bisschen leichter, das alles fertig zu machen, was mir so durch den Kopf geistert. Ach, wie schön. Gleich nochmal in 2 Größen, einmal Original und einmal 130%. Annette, hast du da ein Farbverlaufsfilament gedruckt? Das sieht bei der rosa Blüte so aus, als hätte das einen Farbverlauf. Hier war die Nicole fleißig und hat Hasis gebastelt in Wechselfarben. Genau so hätte ich mir das vorgestellt. Bei meinem Beige und Weiß sieht man das gar nicht so toll, wie man es hier sieht. Aber 2 Hasen quasi, die dann die Herzchen tauschen, finde ich als Idee auch super schön. Und hier war die Manuela tüchtig. Ganz liebe Grüße an die Manuela. Die hat diese Woche ihre ersten Bilder im Shop hochgeladen, sich dafür extra freigeschaltet. Ich freue mich immer, wenn wir noch einen Mitstreiter finden, der hier mitmacht und mich mit Bildern versorgt. Die Manuela hat ganz fleißig den Wabensockel Cornelia umgesetzt. Da gibt es auch gleich noch ein paar Bilder mehr. Zwischendurch noch ein wunderbares Foto von der Tina. Die hat einmal die Stapelblume gebastelt.
kombiniert mit dem Deko-Knitterpapier, meinem Digi-Papier. Und ich bin selber immer fasziniert, wie gut das im Druck wirklich rauskommt und dass das wirklich verknittert auch aussieht. Also Digi-Papier könnte ich auch mal wieder machen. Ich traue mich es immer gar nicht zu sagen. Der Tag hat einfach zu wenig Stunden, aber das kennt ihr bestimmt alle. Hier von der Christine, super schön. Das Osterkörbchen habe ich euch vorhin als 3D-Druck gezeigt. Das Körbchen mit Blümchen gab es aber zuerst eben auch als Plotter-Datei. Kann man also super auch mit dem Plotter umsetzen. Hier war die Maren tüchtig und hat zwischen all unsere Frühlings- und Osterprojekte eine Tunnelkarte gebastelt. Die Maus mit Muffin-Tunnelkarte mit der Klapprahmenerweiterung. Ich hoffe, sie hört es irgendwann später, wenn sie da reinguckt, nachdem sie sich schon verduftet hat, weil ich schon wieder zu viel 3D-Druck gezeigt habe. Liebe Maren, ich freue mich trotzdem immer sehr über deine Bilder. Sehr süß geworden. So, hier haben wir noch ein Foto von der Tina. Die hat auch einmal die Tulpe 2 umgesetzt und hat auch ein Digi-Papier hier verwendet, und zwar die Streifen auf Leinwand unten für die Blätter. Ich finde es sehr süß, dass ihr gerade die Digi-Papiere wieder für euch entdeckt habt. Hier war der Gerd fleißig und hat auch schon für die Herzen einmal ein Stäbchen eingesetzt. Hier war die Sonja sehr tüchtig. Die hat die Körbchen einmal mit dem 3D-Drucker umgesetzt und angemalt. Sonja sehr, sehr süß. Sehr fleißig auch, gleich mehrere davon. Hier seht ihr es nochmal ein bisschen größer, ein bisschen näher. Und hier hat die Heike geplottet die Pop-Up-Karte Rose. Auch kombiniert mit dem Digi-Papier Marmor. Also irgendwie seid ihr gerade motiviert, was das Digi-Papier angeht. Freut mich total. Sehr, sehr schön geworden, Heike. Danke für das tolle Foto. Hier hat die Annette mal eine von meinen älteren Faltkarten geplottet. Eine Alles-Gute-Karte, die man sich sehr gut auf Vorrat hinlegen kann. Also wer Lust hat, einfach mal den Plotter anzuschmeißen oder Leerlauf hat zwischen dem einen und anderen Plotterprojekt, einfach mal 2, 3 Faltkarten in so einer schönen, sonnigen Farbe auf Vorrat plotten. Die gehen immer. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich Quatsch gemacht. Jetzt muss ich... Jetzt sind wir irgendwie ans Ende gesprungen. Das ist das allererste Kundenfoto im ganzen Shop. Und ich glaube nicht, dass ich eine Chance habe. Ich glaube nicht, dass ich eine Chance habe, zurückzukommen. Es tut mir leid, ihr findet es jetzt nicht halb so lustig wie ich, das ist mir klar. Ich lade einmal neu und muss jetzt im Schnelldurchgang quasi plättern, um wieder dahin zu kommen. Damit ihr keinen Drehwurm kriegt, Achtung, kriegt ihr einfach so lange hier nochmal die Bastelplatte von oben. Und ich plätter und arbeite an meinen Bedienungsskills für die Tastatur. So, jetzt sind wir wieder an der richtigen Stelle. Hier waren wir eigentlich gerade bei der Alles-Gute-Karte, umgesetzt von der Annette. Und das nächste Foto ist von der Sonja. Die hat die Banderole mit den Blumen nochmal geplottet und auch sehr süß gelasert kombiniert. Ihr seht, hier oben hat sie extra Mathilda noch als Schriftzug drauf gelasert und hat auch Sternchen noch dazu gepackt. Hast wieder sehr, sehr schön umgesetzt, Sonja. Hier war die Nicole fleißig. Nicole, das kleines Ostereskalationsbasteln mit Hasen, Blumen, Tulpen. Also ich kann mich daran auch nicht satt sehen, gell? Ihr dürft gerne immer noch weitere Bilder der Hasen, Blumen und sonstigen Projekte hochladen. Ich freue mich immer sehr. Hier hat die Christine die Körbchen gedruckt. Auch sehr schön. Auch wieder sehr spannend, eigentlich auf einem Bild mal zu sehen, wie unterschiedlich die Wirkung ist, je nachdem, welches Material man verwendet. Hier haben wir nochmal von der Manuela den Wabensockel mit dem Huhn drauf. Sehr, sehr süß. Auch sehr schön dekoriert. Sehr nett. Also Wabensockel-Fotos würde ich auch noch ein paar nehmen, falls jemand von euch noch fleißig Wabensockel geklebt hat. Und hier nochmal von der Sonja, auch für die Mathilda, guckt mal wie süß, auch einen Hasen, der die Aufhängung entsprechend nutzt, und die Sonja hat hier entsprechend den Schriftzug noch reingehängt. Ha, hier sind wir noch bei einem Foto von der Annette, auch schon eine ältere Umsetzung, die ich mir aber explizit nochmal gewünscht habe als Bild. Das ist das Osterei ohne Kleben in groß mit den Motivdeckseiten und den Spiralblumen. Sehr, sehr schön, Annette. Nochmal vielen Dank auch, dass du mir extra das Bild nochmal rausgesucht hast.
Hier war die Silvia fleißig und hat auch noch Wabensockel gebastelt. Direkt mit Kerze drin, LED-Kerze logischerweise, damit man hier keine Brandgefahr produziert. Auf 75% den Wabensockel verkleinert, dass die Kerze da einfach direkt schön reinpasst. Hier haben wir noch ein Foto von der Tina. Die hat nochmal eine Wabenkugel produziert. Sehr, sehr schön, Tina. Gefällt mir sehr gut. Und ich mag auch diese minimalistische Deko total. Hier war die Nicole fleißig. Die haben sich sicher gerade schon in diesem ganzen, bei den vielen Hasen und Blumen mit eingereiht. Sehr gut. Und hier haben wir nochmal ein Foto von der Sabine. Da musste ich auch schmunzeln, weil man da sieht, wie ich hinten dran am Werkeln bin. Hier haben wir nochmal ein Foto von der Vera. Und ich glaube, ich will kein Durcheinander machen, aber ich glaube, jetzt sind wir durch, richtig? Das haben wir letzte Woche, glaube ich, auch schon gesehen. Ja, ich bin sicher, das haben wir letzte Woche auch schon gesehen. So, jetzt habe ich hier noch eine Frage offen. Das heißt, ich komme hier nochmal wieder. Die Elke hat noch gefragt. Sie hat eine Frage bei den Minirahmen. Dein Drucker druckt die Streben nicht, die du brauchst, um die Lichterkette dran zu wickeln, sondern hört nach dem Drucken der Platte auf. Elke, damit ich dir da wirklich gut helfen kann, gibt es eigentlich nur eine Lösung. Du musst mir bitte eventuell mal eine 3MF exportieren, also einfach mal das Format speichern, das dein Slicer speichern kann und mir noch mehr Infos schicken, damit ich einfach mal reingucken kann, was da genau schief läuft. Das kann eigentlich nur eine Frage der individuellen Einstellung sein. Liebe Grüße auch an die Bianca, die hat die Zeit verpasst und wir sind schon bei den Kundenfotos. Ja, Bianca, wir haben heute alles Mögliche bekäst, aber du kannst ja in Ruhe nachgucken, die Aufzeichnung bleibt und es ist trotzdem schön, dass du auch jetzt zum Schluss nochmal vorbeischaust. So, ihr Lieben, das war's für heute schon. Ich glaube, so früh waren wir noch nie fertig, aber ihr wart mir trotzdem eine große Hilfe. Wir haben alles Mögliche durchgeguckt. Ich weiß, was ich der Reihe nach fertig machen muss. Ich habe mich riesig, wie immer, über eure Kundenfotos gefreut. Wer da auch mal dabei sein will, so, ne? Darf sehr gerne jetzt natürlich auch wieder im Laufe der nächsten Woche Bilder hochladen. Geplant ist, dass wir uns nächsten Freitag ganz normal sehen um 20 Uhr. Bianca, was du machen kannst, wenn du das noch nicht gemacht hast, kannst du unter dem YouTube-Video nochmal gucken. Es gibt für die Streams auch eine Erinnerungsfunktion inzwischen, wo ihr eine E-Mail bekommt. Sollte heute hoffentlich geklappt haben, dass ihr eine E-Mail als Erinnerung bekommen habt, dass es gleich losgeht. Die wurden eigentlich, glaube ich, ganz zuverlässig rausgeschickt. Ich habe heute auch, das habe ich am Anfang ganz vergessen, zum ersten Mal mit meiner eigenen Newsletter-Funktion einen Newsletter verschickt. Ich verschicke sehr selten Newsletter. Vor allem, weil ich nicht die Zeit dafür habe. Und weil Newsletter so ein großes Wort ist, weil ich immer denke, Wunder, was ich da alles reinschreiben muss, gibt es jetzt diese Sofort-Benachrichtigungsfunktion für die Produkte im Shop, für Plotterdateien und 3D-Druck extra getrennt, da könnt ihr euch entscheiden. Und auch für den Stream. Ja, ich lese einzelne, die schreiben, ihre Ostereier waren gar nicht dabei. Katja, bei dir weiß ich, deine Ostereier sind wunderschön. Die kann ich aber nicht veröffentlichen so, weil da Designs vom Cricut Design Space mit drauf sind. Und das ist mir rechtlich zu heißes Pflaster, weil dieses Zeigen hier im Stream ist ja quasi eine werbliche Verwendung und ich habe eben keine Nutzungsrechte, sage ich mal, für diese Designs. Das heißt, ich muss bei allem, wo so Fremddesigns drauf sind, relativ hart aussortieren. Jonna sagt, ihre Tulpen waren nicht da. Jonna, da muss ich noch mal gucken. Von dir hatte ich eigentlich, glaube ich, was freigeschaltet diese Woche. Ich guck nach dem Stream noch mal. Und Sonja, falls dein Ei das war, wo das Dekor vom Hasen abgeschnitten drauf gelandet ist, wurde das deshalb nicht freigeschaltet, weil das mit dem Hasendekor so theoretisch nicht erlaubt ist. Es tut mir leid, dass ich da so streng bin, aber ich muss es einfach sauber trennen. Ich freue mich immer riesig über eure Umsetzungen, über eure Beispiele, aber es macht quasi keinen Sinn, da einen juristischen Problemfall, sage ich mal, aufzumachen, wenn irgendwie Drittdesigns drauf sind, die ich nicht richtig zuordnen kann oder Designs irgendwie eventuell verändert wurden, die nicht hätten verändert werden dürfen, dann wird es aussortiert. Ist nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Nehmt es mir bitte nicht übel, versteht es einfach, dass man da relativ klar quasi
sortieren muss. Und wenn ihr mal eine Frage zu sowas habt, könnt ihr mir auch immer schreiben. So, gut, ihr Lieben. Habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es fühlt sich so an, als hätte ich was vergessen, aber das geht mir eigentlich jede Woche so. Und da wir uns schon in einer Woche wiedersehen, hole ich das zur Not dann da nach. Ihr wart mir eine große Hilfe, was dieses ganze System angeht. Anita schreibt, dann muss ich mehr Papierdesigns machen. Ja. Wünsche dürfen geäußert werden. Ihr habt das Designwunsch-Ding im Shop und ihr seht es hoffentlich auch jede Woche, dass ich mich sehr bemühe, in allen Richtungen eure Wünsche umzusetzen. Sowohl für den 3D-Drucker als auch fürs Papier. Aber das ist die Sache mit den 24 Stunden. So. Jonna hat während des Lives gebastelt. Jonna, dann kann es sein, dass es jetzt in der Freischaltung nicht mit drin war, weil mit meiner Ansicht heute was nicht stimmt. Aber keine Sorge, dann gucken wir es uns nächste Woche an. Es wird nicht einfach vergessen. Es wird nicht einfach gelöscht, das ist noch da. Ich habe nur diese Woche auch wieder sehr viel an meiner Webseite geschraubt, einige Plugins rausgeworfen. Meine Ansichten sind dadurch andere als vorher. Und ich habe gerade jetzt beim Freischalten festgestellt, dass da in der Ansicht einfach auch was fehlt. Also nicht übel nehmen, falls da jetzt noch Bilder dabei waren, die mit hätten reinschluppen sollen. Ihr wisst es, die gehen nicht verloren. Die kommen dann einfach nach. So. Genau, Karin sagt es auch. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Das sage ich euch auch genau an dieser Stelle. Möchte ich mit der Karin einfach anschließen. Habt es fein, egal ob ihr plottet oder 3D druckt. Denkt gerne an mich, schickt mir ein Bild, schickt mir eure Wünsche, schickt mir eure übrige Zeit, damit meine ganzen Projekte fertig werden. Und dann sehen wir uns nächste Woche hoffentlich wieder um 20 Uhr hier an der gewohnten Stelle, einfach nur live auf YouTube. So. Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Vielen Dank, ihr Lieben, der Stream ist vorbei. Mit Miriam kreativ und auch ihr wart mit dabei. Voller Herzblut, Freude und Kreativität. Es ist echt der Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Inspiration getankt, wir haben viel gesehen. Doch jetzt wird es langsam Zeit, Richtung Bett zu gehen. Es war ein schöner Abend, durch euch wurd's bunt und heiter. Drum sag ich bis zum nächsten Mal, dann basteln wir schon weiter. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Bleibt inspiriert, ihr seid genial. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Zusammen kreativ, heute war es wieder toll. Wir hoffen, der Kopf ist jetzt mit Ideen voll. Wir sehen uns bald schon wieder, das ist jetzt schon klar.